Hallo Retro-Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video auf meinem Kanal. Ich werde eine weitere Masters of the Universe Origins Figur auspacken. Welche Figur das sein wird, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ja Leute, wenn ihr meine Videos kennt, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dann wisst ihr ja, ich sammle eigentlich die Masters of the Universe Figuren nur original verpackt. Jetzt kam es aber in letzter Zeit so, dass ich doch die ein oder andere Figur ausgepackt habe. Ja, zum einen, weil die Figuren doch im Markt aktuell relativ günstig teilweise zu haben sind, so um die 10 Euro etwa. Ja, zum anderen wollte ich Figuren dann doch jetzt auspacken, die mir was Besonderes geben, ja, die vielleicht ein spezielles Feature halt haben, was ich gerne ausprobieren möchte, oder die halt einfach Figuren sind, die ich damals auch zur Vintage-Zeit, also in meiner Kindheit in den 80er Jahren hatte und jetzt einfach gucken möchte, wie verhält sich diese Figur ja im Gegensatz zur Vintage-Figur, was ist schön gemacht, was ist schlechter gemacht, was ist vielleicht besser gemacht. Ja, und das möchte ich jetzt mit der weiteren Figur machen und dieses Mal hat es eine Figur getroffen, auf die beides zutrifft. Sie hat ein Feature und ich hatte sie damals zu Kindheitstagen und es handelt sich um den guten Man-E-Faces. Ja, ich spreche das so aus, wie ich es früher von den Hörspielen her kannte, also Man-E-Faces und nicht Many-Faces. Ja, da scheiden sich die Geister, aber es ist ja der Mann mit den mehreren Gesichtern, mit den 1000 Gesichtern, oder heißt es jetzt aus einer anderen Serie raus? Der Mann mit den vielen Gesichtern? Keine Ahnung. Die Figur möchte ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Natürlich, wie auch in den letzten Videos auch, gucken wir uns erstmal das Ganze ein bisschen an. Ja, die Karte ist natürlich im klassischen Vintage-Design oder beziehungsweise im klassischen Origin-Design gehalten. Ja, ich habe halt hier den Masters of the Universe-Schriftzug, ich habe den Charakternamen, es ist die europäische Karte, das heißt, es fehlt der Untertitel, es fehlt das New for, ich glaube 21 müsste das bei der Figur gewesen sein, oder war es schon 20? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich habe das Mattel-Logo unten rechts, ich habe den Comic natürlich oder das Heftchen mit den Bildern wieder dahinter. Es hat ja keine Texte, es hat ja keine Sprechblasen, die europäische Version, leider Gottes. Ja, und hier steht nochmal der Hinweis, es ist ein Comic dabei. Ja, die Figur sieht im Blister eigentlich sehr, sehr schön aus und ich habe den auch dreimal original verpackt und die behalte ich auch, denn ich habe jede der Man-E-Faces, zur kurzen Erklärung für die, die es nicht wissen sollten. Bei Man-E-Faces kann ich die Gesichter wechseln. Ja? Er hat 3 Gesichter, er hat ein Monstergesicht, er hat ein Menschengesicht, er hat ein Robotergesicht und das mache ich, indem ich hier oben an dem Rädchen drehe. Ja? Und die Figur wird von Mattel ausgeliefert nach Wahl. Das heißt, ich habe einmal ich habe 3 Varianten, die ich halt mir zulegen kann. Ja, er kommt einmal mit dem Monstergesicht, wie jetzt hier, dann gibt es den nochmal mit dem Menschgesicht und mit dem Robotergesicht und ich habe mir alle 3 einmal original verpackt geholt. Ist vielleicht ein kleiner Spleen, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wer das genauso gemacht hat, wer auch OVP sammelt. Ja, würde mich mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der da so denkt. Ja, hier, wie gesagt, habe ich jetzt das Monstergesicht und ich möchte nachher natürlich auch nochmal die Figur, wenn ich sie ausgepackt habe, mit der Vintage-Figur, die ich auch noch habe oder wieder habe, ja, vergleichen und mal gucken, wie nah kommt der dann an die Vintage-Figur dran. Dafür stelle ich jetzt einmal die Kamera um zum Auspacken und dann geht es sofort los. So Leute, hier haben wir also, wie gesagt, den guten Man-E-Faces, den ich jetzt auspacken werde. Ja, nochmal ganz kurz. Ja, ich zeige euch nochmal die Rückseite hier. Ja, da seht ihr das tolle Artwork wieder von Axel Jimenez, glaube ich, heißt er. Ja, der diese ganzen Artworks für die Origin-Figuren illustriert und zeichnet. Finde ich total klasse. Hier ist er einmal, der Man-E-Faces, wie er ja am Hofe des Königs quasi etwas aufführt und im nächsten Moment ja, verwandelt er sich in das Monster. Hier hat er noch das Menschengesicht in das Monster und hier sieht man schon den Arm, wahrscheinlich von Skeletor, vielleicht ist es auch Keldor, ja, mit dem Zauberschwert des Bösen. Hier unten sehe ich die Funktionen, wie er quasi zu verwandeln ist, der Kopf. Das heißt, ich kann ihn, wie gesagt, oben an dem Rädchen drehen und habe dann halt Mensch, Roboter oder Monster als Auswahl. Und ich habe natürlich auch noch die weiteren Figuren aus der Wave. Das ist ja alles oder sollte alles bekannt sein. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt packen wir aus. Ja, ich mache das, versuche das mal hier unten ganz rigoros
auszupacken. Ja, dass wir den da rausholen, den guten. Und einmal das Comic natürlich, beziehungsweise das Heftchen, was wieder keine Sprechblasen beinhaltet, wie gesagt. Wir haben einmal den Blaster, den Man-E-Faces Blaster, ja, wie auch die Vintage-Figur hatte. Und da haben wir ihn schon. Ja, die Verpackung mal zur Seite. Ja, wie immer ist er wahrscheinlich genau an so ein Bändchen dran, aber dem habe ich vorgesorgt. Ich habe hier eine Schere. Dann haben wir das Bändchen lose. Unten ist es auch nochmal an den Füßen. Zack, auch lose. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn jetzt schon rausholen können. Ja. Zack. Ich werde immer besser beim Auspacken. Ja, bei der ersten Figur habe ich mich noch einigermaßen umständlich angestellt. Ja, aber so langsam habe ich den Dreh raus. Ja. So, wir haben jetzt hier den Man-E-Faces. Wie gesagt, ist auch wieder, ich mache gleich nochmal den Vergleich zur Vintage-Figur. Vom ersten Blick finde ich halt, er ist sehr, sehr ähnlich zur Vintage-Figur. Was mich aber natürlich interessiert, was ist mit den Gesichtern? Ja, kann ich die Gesichter einfach drehen? Ist das schwer? Wie auch immer funktioniert es? Ich probiere es mal. Also wir haben hier das Monster, wie gesagt. Und jetzt drehe ich mal. Zack, wir haben den Roboter. Das ist auch so ein bisschen eingerastet. Das finde ich sogar gut. Ja, und dann kann ich nochmal drehen. Ja, wie drehe ich denn hier? So. Ja, ist ein bisschen fuddelig halt, wenn man ein bisschen größere Finger hat. Und ich habe eigentlich kleine Finger, finde ich zumindest. Ich kann den auch nochmal so drücken. Ja, hat das damit was? Ne, das hat eigentlich aber nichts mit dem Drehmechanismus zu tun. Oh. Oder ist das fest? Nein. Also wie gesagt, ich kann hier habe ich das Robotergesicht. Ich kann den einmal rund drehen. Ja, das Menschengesicht. Und wieder zurück zum Ursprung, wie er in der Verpackung war, das Monstergesicht. Ja, von der Figur her. Ach, hier haben wir noch einen Streifen. Von der Figur her, wie gesagt, glaube ich, brauche ich auch nichts weiter zu sagen. Die Gelenke sind beweglich, ja, die Armbeugen, die Hände. Ja, er hat sonst keinerlei Zubehör dabei, wie den Blaster. Ja, hier sehe ich was. Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Ich kann den Kopf drehen. Das werdet ihr gleich bei der Vintage-Figur sehen, wieso ich das so, ja, das ist eigentlich toll, wieso ich das toll finde. Ja, kann ich den noch einmal rumdrehen? Ich kann den noch einmal rumdrehen. Jetzt ist die Frage, den Kopf kann ich wahrscheinlich nicht abnehmen. Verzeiht mir, wenn ich jetzt hier irgendwas... Nein, ich glaube, den Kopf kann ich nicht abnehmen. Irgendwas kaputt mache, wollte ich gerade sagen. So, jetzt lege ich den gerade nochmal hin, packe den Blaster noch einmal schnell aus. Ja, und gebe dem nochmal den Blaster in die Hand. Ja, dann schneiden wir einmal auf. So. Und ab in die Hand mit dem Blaster. Mach schon. Zack. Und da ist das Ding auch in der Hand. So, Man-E-Faces bewaffnet. Ah, seht ihr hier? Hier ist wieder eine nicht ganz so schöne, ja, Bemalung. Der Paintjob ist hier ein bisschen... Oh, das ist wirklich ein Kratzer, ist das. Ja, also wahrscheinlich ist die ganze Figur blau, der Torso. Und dann haben sie das orange hier drüber gemalt. Und dabei ist irgendwas schief gegangen, beim Verpacken vielleicht. Ja, ansonsten Hüftschwung haben sie natürlich auch nicht, wie die ganzen Origins-Figuren leider auch nicht. Ja, ja, das ist Man-E-Faces in der Origin-Version. Ich finde, er sieht schön aus. Er ist, glaube ich, ein bisschen schmäler. Hier unten sieht man auch nochmal, seht ihr das hier? Das Blau verläuft ja in das Orange hier rein. Ja, also ist nicht sauber gemalt. Ja, wie gesagt, auch die Figur hat mich, glaube ich, 11 € gekostet. Also von daher vollkommen akzeptabel, finde ich, ja, für, ja, was es auch ist, Spielzeug nämlich. Ja, und jetzt machen wir noch mal kurz den Vergleich, ja, gerade hier vor der Kamera. Ich packe hier mal die Vintage-Figur dabei und wenn ihr seht, seht ihr, dass einmal der Blaster von der Vintage-Figur doppelt so groß ist und er ist auch mehr rot. Ja, die Origin-Figur hat hier einen orangenen Blaster und der ist, wie gesagt, wesentlich kleiner, aber ansonsten sieht er schon sehr, sehr ähnlich aus. Ja, bei der Vintage-Figur dasselbe, ich kann hier den Kopf drehen an dem Rädchen oben. Ja, das Rädchen sitzt flach auf dem Helm auf. Bei der Origin-Figur habe ich hier so ein bisschen Spiel, aber ich kann es runterdrücken. Ich weiß nicht genau, wofür das sein soll, weil ich kann ihn so als auch so drehen. Also ich kann es runterdrücken und drehen, als auch ich kann es so drehen. Ja, ist halt so. Es ist ein bisschen Abstand dazwischen, ein bisschen Luft dazwischen, schadet ja nichts. Ja. Zieht es ein bisschen durch. So. Was man jetzt aber ganz krass sieht, ist die Farbgebung. Ja, also der Vintage Man-E-Faces hier ist wirklich, ja, dunkel, matt, orange, würde ich fast sagen. Ja. Der
Origins One hier ist wirklich hell. Ja, das ist fast schon ins Gelbliche übergehend. Ja, also kein Orange. Die Rüstung, beziehungsweise hier die Schläuche, da sieht man auch eine Veränderung. Ja, die Schläuche gehen hier einmal gerade, unten waagerecht, gehen hier oben auch nur bis zur Schulter bei dem Vintage. Und hier beim Origins gehen sie sogar in den Helm rein, die Schläuche. Das finde ich eigentlich cool gemacht, ja, dass der Helm auch so eine Wirkung hier hat, dass die Schläuche am Helm angeschlossen sind. Finde ich recht gut. Ja, und hier auch in der Mitte dasselbe. Ich habe hier keine Bemalung hier beim Vintage Man-E-Faces in der Mitte, und bei dem Origins habe ich sogar wie so zwei, ja, sind das Sauerstoffflaschen oder was auch immer, die halt auch in der Bemalung der Schläuche sind in Rot. Ja, das habe ich bei ihm hier nicht. Finde ich sehr schön eigentlich bei ihm hier, bei dem Origin. Ja, finde ich sehr schön gemacht. Jetzt gucken wir uns nochmal die Rückseite an. Und auch da sehen wir einige Veränderungen. Ja, wir sehen hier auch die Schläuche genau bei dem Vintage. Ich halte es mal so mit einer Hand vielleicht. Bei dem Vintage genau wie vorne halt auch. Und hier haben wir sogar nur die unteren Schläuche, die abgehen. Und hier oben haben wir auch nochmal wie so ein, ja, was ist das? Auch nochmal wie so eine Art Sauerstoffflasche oder was ist das? Kann es gar nicht genau sagen. Und hier ist auch nochmal quasi ein Schlauchadapter oder was auch immer, der halt hinten an den Helm geht. Ja, also doch schon ein bisschen modifiziert, die Origin-Figur, finde ich aber sehr, sehr gut sogar. Auch der Helm, wenn man den Helm mal anguckt, kriegt man das so drauf. Der Helm auch hier, Vintage, ja, geht das Orange bis hoch an den Helm. Bei dem Origin ist der Helm quasi komplett in Blau. Ja, und hat sogar noch hier oben ein paar Modifikationen. Das heißt, es ist hier noch ein bisschen abstehend, das ist hier alles glatt. Ja, also alles in allem, die Beine noch mal kurz angucken und die Hose, das sieht eigentlich 1:1 aus. Ja, beim Origin gleich beim Vintage. Rückseite auch noch mal unten gucken. Tatsächlich, das ist wirklich identisch, das haben sie wirklich so gelassen. Ja, die Unterschiede sind am Oberkörper, an der Rüstung, am Helm. Aber finde ich wirklich, wirklich sehr gelungen bei dem Origin One. Und ich finde auch eigentlich die Farbgebung, je länger ich da drauf gucke, das Rot mit diesem helleren Gelb-Orange, finde ich gar nicht schlecht. Ja. Ob der Blaster jetzt wirklich so klein sein muss, ja, also ich finde, der Vintage ist wirklich ein bisschen groß, ja, im Verhältnis zur Figur. Also der ist schon eher angemessen, ja, anhand der Größe, der Abmessung der Figur bei dem Origin, finde ich, passt besser. Ja, aber wenn man den alten gewöhnt ist, den großen, dann denkt man, der hat ja ein kleines Ding. Ja, aber jedem das seine. Also ich glaube, damit kann ich mich gut anfreunden. Ja, und somit habe ich eine weitere Figur angeboxt. Ja, und zwar wieder einer der guten, diesmal Man-E-Faces. Ja Leute, wie sieht es denn bei euch aus? Man-E-Faces schon ausgepackt? Wenn ja, wie gefällt euch die ausgepackte Figur, wenn ihr sie in der Hand habt, zur Origin sage ich schon genau, die Origin-Figur zur Vintage-Figur? Ja, ich finde wirklich, die Origins-Figur hat einen richtig guten Paintjob, ja, von der Farbgebung her. Wie gesagt, die Farben sind ein bisschen verlaufen, aber wie gesagt, von der Konstellation, das Blau mit dem Rot, mit diesem dunkelgelb, hellorange, ja, finde ich wirklich gut. Ja, macht sich wirklich, ja, gut, glaube ich, im Regal neben den anderen Figuren. Ja, es ist ein Eyecatcher, finde ich. Ja, wie gesagt, wie sieht es bei euch aus? Gefällt euch die Figur? Gefällt euch die Vintage-Figur besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, ja, wenn ihr weitere Unboxing-Videos sehen möchtet, was Origins-Figuren angeht, da habe ich einige mittlerweile auf dem Kanal. Ja, blende ich auch hier nochmal ein. Ansonsten habe ich natürlich auch Videos über die OVP-verpackten Geräte sage ich, und Figuren und Fahrzeuge, die ich habe. All das findet ihr auf meinem Kanal. Klickt mal rein. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, euch diese Videos gefallen, dann lasst doch ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, verpasst somit kein neues Video mehr auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, bleibt gesund, euer Retro Rauner.